aber ein Großteil der Entführten waren ganz normale Zivilisten, ganz normale Frauen und Alte und Kranke und Kinder, teilweise sogar Babys. Es gibt Berichte von Entführten, die freigekommen sind, die erzählen, wie sie dort an Ketten an den Beinen natürlich in einem dichten Tunnel, wo du kaum Luft bekommst. Frauen haben natürlich auch erzählt von sexueller Belästigung und natürlich nicht auszudenken, was den zwei kleinen Bieber-Brüdern angetan wurde. Sie wurden ermordet von ihren Entführern. Wird die einzige Demokratie im Nahen Osten vom Terror zermürbt? Heute sprechen wir über den Kampf Israels gegen die Terrorgruppe Hamas, gegen ihre Feinde und wie der Krieg ein Ende finden kann. Guten Tag aus Saarbrücken, ich bin Michael Scholl und ich spreche heute mit Aryeh Charus-Chalika. Er ist Schriftsteller, Podcaster und ehemaliger Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Herzlich willkommen, lieber Aryeh. Danke, danke. Shalom aus Israel. Lieber Aryeh, wir wollen heute über die Situation in Israel sprechen. Israel ist eine Demokratie, die viele Feinde hat, ein freiheitliches Land, das um seine Freiheit kämpfen muss. Und ein Thema, das die Medien ja beherrscht, ist das Thema Geiseln der Hamas, die Zivilisten, die nach Gaza verschleppt wurden. Wie steht es denn da aktuell um die Verhandlungen? Ja, leider habe ich hier keine positiven Nachrichten, weil nach mehreren Wochen des Waffenstillstands sind seit gestern Nacht, also jetzt seit heute früh kann man sagen, finden wieder Feuergefechte statt. Die israelische Armee hat wieder angefangen, im Gazastreifen Terroristen zu eliminieren, Terrorinfrastruktur zu zerstören, weil leider die Hamas sich geweigert hat, in den letzten Wochen während der Waffenruhe irgendeinem Plan, irgendeinem Geiselplan zuzustimmen. Und zwar weder dem Plan des amerikanischen Abgesandten Steve Witkoff noch den Vorstellungen der Staaten, die hinter dieser ganzen Sache stehen, wie Ägypten zum Beispiel, insbesondere, aber auch die Amerikaner. Und das hat leider jetzt dazu geführt, dass man in Israel jetzt erst einmal wieder die Terroristen angreift, mit der Hoffnung, dass der Druck die Hamas eventuell dazu bringen wird, zur Vernunft zu kommen. Lass uns vielleicht mal über die Geiseln sprechen. Also wir hatten letztes Jahr in Saarbrücken um diese Zeit eine sehr bewegende Veranstaltung, und zwar die Nichte von Shlomo Mansur war bei uns zu Gast in Saarbrücken. Das war ja die älteste Geisel der Gewalt der Hamas und ist ja leider verstorben, der Shlomo. Und nimm uns mal mit, wie viele Geiseln sind denn noch in der Gewalt der Hamas zurzeit? Ja, also derzeit befinden sich noch 59 Menschen in der Gewalt der Terroristen im Gazastreifen und das seit über 520 Tagen. Also wir haben den 7. Oktober 23, das Massaker des 7. Oktobers, haben wir begonnen mit einer Entführungswelle von 251 Menschen. Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen und es gab in der Zwischenzeit auch zwei Geiseln für Terroristen und Gefangene Abkommen, sagen wir mal, im Gegentausch auch für Waffenruhe und natürlich alles, was im Bereich der humanitären Hilfe steht. Und deswegen sind Geiseln auf diesem Weg, sind viele Geiseln rausgekommen. Einige Geiseln wurden auch durch Militäroperationen, leider nur weniger, aber das gab es auch. Aber nach wie vor 59 Geiseln, die sich im Gazastreifen befinden und das seit den letzten Wochen hat es leider nicht geklappt, dass man über irgendwelche Verhandlungswege diese 59 rausbekommt. Die Hamas-Terrorführung hat immer wieder kam mit ganz, ganz komischen Vorschlägen, hat immer alles irgendwie in die Länge gezogen. Und das will Israel nicht. Israel will die Sache zu Ende bringen, so schnell wie möglich, weil jeder Tag, der vergeht, ist natürlich auch, könnte auch, ich sage jetzt mal, schlechte Neuigkeiten im Falle von Geiseln bringen. Das haben wir auch anhand von Shlomo Mansur gesehen, ein alter Mann, ich glaube, er war 86. Es ist klar, dass jeder Tag der letzte sein kann in Geiselhaft. Weiß man was über den Zustand von den 59 Menschen? Also, man weiß, man geht davon aus, also die Information, die man hat, und das ist natürlich keine Mathematik, das kann sich natürlich verschieben, das kann sich natürlich ändern, je nachdem, was denjenigen angetan wird, die noch am Leben vermutet werden. Und eventuell gibt es unter denen, die nicht am Leben angenommen werden, eventuell gibt es da doch welche, die doch am Leben sind, weil wir ja natürlich über diese 520 plus Tage teilweise gar keine Informationen
zu den Whereabouts von diesen Geiseln bekommen haben. Also derzeit sagt man, dass über die Hälfte der 59 Geiseln nicht mehr am Leben sind und etwas über 20 Geiseln angeblich definitiv am Leben sind. Aber nochmal, das kann natürlich alles sich noch verändern und deswegen ist jeder Tag wichtig. Ja, und man hat ja wirklich schreckliche Berichte lesen müssen, was mit den Geiseln gemacht wurden. Also, man muss noch mal dazu sagen, das sind ja Zivilisten. Das waren ja jetzt keine, Mitglieder der Streitkräfte oder, kriegsführende Partei, sondern wirklich Zivilisten, Babys, alte Menschen. Welche Berichte gab es denn jetzt über die Grausamkeiten, die diesen Menschen angetan wurden? Ja, also wirklich ganz, ganz übel. Also sowas hat man sonst eigentlich nur so von den Jesiden gehört, in Syrien, in den letzten, Jahren, sage ich jetzt mal. Aber sonst erinnert, das Vorgehen der Hamas, wirklich an, Mittelalter, wenn nicht an Steinzeit. Ja, also es ist wirklich absolute Dschungelvorgehen. Da werden Menschen aus ihren Häusern gerissen, wie schon erwähnt, Alte, Kranke, Frauen, Kinder, auch Männer natürlich. Ein Großteil der Geiseln waren nicht, Teil von irgendwelchen Sicherheitsbehörden. Es gibt auch eine Anzahl, von Sicherheitskräften, die entführt wurden. Auch da gibt es natürlich einige, die sich bis heute noch in Geiselhaft befinden, aber ein Großteil der Entführten waren Zivilisten, ganz normale Zivilisten, ganz normale Frauen und Alte und Kranke und Kinder, teilweise sogar Babys, die in Geiselhaft teilweise wirklich, auf, absolut, krasse Weise, misshandelt wurden. Es gibt Berichte, von, Entführten, die freigekommen sind, die erzählen, wie sie dort an Ketten in Tunneln festgehalten wurden, teilweise in Käfigen. Sie wurden, minimal mit Essen, versorgt. Teilweise wird da erzählt von eine Pita, also ein so 'n, ganz, ganz kleines Fladenbrot, was dann 4 sich teilen mussten, einen ganzen Tag nichts anderes bekommen haben. Dann der Weg, zur Toilette war auch ein, Hürdenlauf, wo du dann mit Ketten an den Beinen natürlich in einem, dichten Tunnel, wo du kaum Luft bekommst, dann natürlich auch irgendwie deinen Weg suchen musst, darum bitten musst. Frauen haben natürlich auch, erzählt von Belästigungen, von sexueller Belästigung, und natürlich nicht auszudenken, was, den 2 kleinen, Bibas-Brüdern angetan wurde, deren Schädel, so, wie man weiß, jetzt mittlerweile leider eingeschlagen wurden. Sie wurden ermordet von ihren Entführern, um im Endeffekt den Anschein, zu erwecken, dass die israelische Armee, durch irgendeinen Angriff, sie ermordet hätte. Und das ist die Vorgehensweise von Islamisten, von radikalen Islamofaschisten, von Terroristen, die, absolut, nicht, bei uns sind, wenn es, um Leben und Tod geht, weil wir wollen leben. Sie haben anscheinend kein Problem mit dem Tod und deswegen ist es so schwierig, Brücken zu bauen, von hier nach dort und von dort, zu hier. Wir haben 2005, als Israel sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, versucht, dass man sich trennt. Sie sind dort, wir sind hier. Dann ist die Hamas im Jahr 2007 an die Macht gekommen und seitdem fließt leider sehr, sehr viel Blut. Sie hätten den Gazastreifen in ein Singapur des Nahen Ostens verwandeln können. Sie haben sich anders entschieden. All die vielen Milliarden Euro an Hilfsgeldern, finanzieller Unterstützung, auch aus Deutschland, nicht wenig, allein in den letzten 2 Jahren fast 1 Milliarden Euro an finanzieller Hilfe. Wo ist das ganze Geld hingegangen, wenn man jetzt sieht, wie viel Terrortunnel sie haben, wie viele Waffen sie haben und wie sie dort ausgestattet und aufgerüstet sind? Also, das ist schon sehr, sehr übel und das vor allem, nicht nur auf den Rücken und, auf die Rechnung, sage ich jetzt mal, der Israelis und der Geiseln, sondern insbesondere auch, auf die Rechnung, der eigenen Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Und das ist das wirklich Bittere an der Situation. Also, wirklich ganz, ganz schlimm, also, was den Geiseln angetan wurde, aber auch, die Bevölkerung aus Gaza, die normalen Menschen, die da sehr leiden. Aber, erzähl uns noch mal ganz kurz, wie waren die Situationen vor dem Terrorangriff? Also, gab es da Austausch zwischen Gazastreifen, Israel, Westbank? Also, haben Leute aus Gaza in Israel gearbeitet? War das möglich? Ja, das war möglich und das haben auch, knapp 20.000 Gazaner genutzt, die Erlaubnis hatten, jeden Tag nach Israel zu kommen und hier in Israel dann halt, zu arbeiten, teilweise auch in den Kibbutzen, direkt an der Gazagrenze, genau die Kibbutze, die überfallen wurden auch am 7. Oktober. Das ist das wirklich Bittere. Und da geht man natürlich davon aus, dass, die Information, die dann auch im Gazastreifen an die Hamas-Führung weitergegeben wurde, teilweise auch durch diese
Gastarbeiter aus Gaza natürlich dann, gesammelt wurden und dort, der Hamas zur Verfügung gestellt wurden. Hinzu kommt natürlich eine ganz, ganz bittere Realität, dass gerade um den Gazastreifen herum auf israelischer Seite in den Kibbutzen sehr viele Friedensaktivisten, leben und gelebt haben. Sehr viele von den Menschen, die, überrollt wurden, ermordet wurden, vergewaltigt wurden, entführt wurden, waren im Friedenslager aktiv. Das heißt, das waren Menschen, die zum Beispiel, wenn sie Ärzte oder Psychologen waren, haben ihre Dienste umsonst, Kindern aus Gaza, zur Verfügung gestellt. Es gibt Menschen oder es gab Menschen, die mittlerweile leider ermordet wurden, die ihre Zeit genutzt haben, um freiwillig, ich sage jetzt mal, Fahrerdienste zu leisten, haben, Kinder aus dem Gazastreifen, auch Alte, die, irgendeine Operation in Israel, bekommen haben, hat man dann am Gazastreifen an der Grenze abgeholt, hat sie dann zum Krankenhaus Richtung Tel Aviv gefahren, hat sie dann dort den ganzen Tag begleitet und hat sie dann abends wieder zurückgefahren. Also alle möglichen, ich nenne es mal, Goodwill Gestures, ne? So Gesten, um wirklich auf Annäherung, auf Verständnis und vielleicht auch Freundschaften aufzubauen. Das alles ist leider, durch den Anschlag am 7. Oktober geplatzt. Viele der Menschen, die, im Friedenslager waren, leben heute nicht mehr unter uns, weil sie ermordet wurden, genau von den Menschen, mit denen sie versucht haben, sich anzunähern. Und das ist eine bittere Realität, das ist eine Art Wachruf. Das soll nicht heißen, dass man den Glauben an Frieden verlieren sollte, aber man muss wirklich vorsichtig sein, wenn es um die eigene Sicherheit geht, wenn es ums eigene Überleben geht, und man muss vor allem, der anderen Seite, ich sage jetzt mal, nicht naiv, in die Augen schauen, sondern wirklich dann auch, ich sage jetzt mal, realpolitisch verstehen, wem man gegenübersteht, und wo man Grenzen setzen sollte. Bittere Realität seit dem 7. Oktober, aber es ist, wie es ist, und ich hoffe, es wird sich dann irgendwann auch bessern wieder. Ja, wenn sowas passiert, also wirklich so 'n schlimmen Angriff, wenn Menschen, seit, ja, 1,5 Jahren festgehalten werden, wie geht 'n die israelische Gesellschaft mit diesen schrecklichen Dingen um? Ja, absolut schwierig, ne? Weil, einerseits natürlich, die Kriegsrealität und die Geiselrealität, und das sind ja nicht nur in Anführungsstrichen die Geiseln, sondern auch, sehr viele Zivilisten, die ihre Liebsten verloren haben, sehr viele Soldaten, die ermordet oder schwer verwundet wurden, die nie wieder so sein werden wie vorher. Also, wir reden hier wirklich über Tausende von Menschen, die direkt betroffen sind, seit dem 7. Oktober, auf irgendeine Weise. Und das, ist natürlich eine tiefe Wunde in der israelischen Zivilgesellschaft allgemein, aber auch, dass die Geiseln nach wie vor nicht komplett alle raus sind, das ist eine Wunde, die wir so, nicht verkraften können, solange das der Fall ist. Und deswegen ist diese Kriegsrealität eigentlich hier überall, zu spüren. Gleichzeitig und parallel macht das Land jedoch weiter. Die Menschen leben auch parallel ich sage jetzt mal, einen normalen Alltag. Man geht in Restaurants, man geht auf Hochzeiten, man geht in Urlaub. Man geht zur Arbeit, Kinder sind in Schulen, Kindergärten, man trifft sich an Wochenenden, man geht wieder ans Meer, weil das Wetter gut ist, und das alles läuft parallel zu der Geisel und Kriegssituation. Das ist die Realität Israels. Ich glaube fast, dass, vor dem 7. Oktober man, diese Realität ein Stück weit runtergespielt hat, dass man ein Stück weit den Anschein hatte, dass, wahrscheinlich der normale Alltag überwiegt und Krieg eine Seltenheit ist. Ich bin mittlerweile zur Erkenntnis gekommen, dass das 2 parallele Realitäten sind, die im Falle Israels wahrscheinlich immer, mit verschiedenem Level, aber immer spürbar sein werden, weil wir, solange Terroristen um uns herum, nicht, bereit sind, unsere Existenz hier, die Existenz eines jüdischen Staates hier zu akzeptieren, werden sie immer versuchen, uns, zu töten, zu überrollen, ins Meer zu jagen. Sie sagen es offen, sie nehmen da kein Blatt vor den Mund, angefangen natürlich durchs iranische Mullah-Regime, die da sogar am zentralen, Platz in Teheran eine Uhr zu laufen haben, wie viel Zeit dem Staate Israel noch bleibt, bevor Israel von der Weltkarte gelöscht wird, und all diese ganzen Dinge, die wir seit Jahren hier miterleben. Manche in Israel haben, das immer so ein Stück weit unter den Tisch, unter den Teppich gekehrt, von wegen: „Na ja, die protzen nur, die spinnen nur, muss man nicht ernst nehmen." Aber dasselbe haben wir über die Hamas auch vor dem 7. Oktober gesagt. Das sind nur ein paar Muskelmänner, die so tun, als wenn sie irgendwie etwas tun würden. Und am Ende haben wir gesehen, wie naiv wir den Gazastreifen, wie naiv wir die Hamas betrachtet haben. Und wir wurden eines Besseren belehrt. Unterschätze niemals, deinen Feind oder deine Feinde, insbesondere nicht, wenn sie den Willen haben, wirklich den Willen, dich zu töten.
Da können wir noch mal gern drauf eingehen. Also, wir können ja mal festhalten, Israel ist eine Demokratie im Nahen Osten, also wirklich, eine Demokratie in einem Meer von Autokratien, Diktaturen, Gottesstaaten, Terrorstaaten, also wirklich ein Funken Hoffnung der Freiheit und der Demokratie, wo ja auch Menschen muslimischen Glaubens leben und, ich könnte mir vorstellen, dass die keine Lust haben, in anderen Ländern zu leben, außer in Israel, weil es dort eigentlich sehr, sehr gut ist für sie. Also, da gibt's Meinungsfreiheit, Demokratie, Mitbestimmung, Freiheit. Wenn man jetzt mal guckt, die Länder um Israel, wer ist denn da der schlimmste Feind Israels? Also wir sind schon kurz auf den Iran zu sprechen gekommen, aber ist es wirklich so, dass alle Länder um Israel Feinde sind? Also wie schätzt du das ein? Ne, also es ist tatsächlich so, man muss das so betrachten wie 'n halb volles Glas und 'n halb leeres Glas, ja? Und das halb leere Glas, sage ich mal, sind die, die nicht einverstanden sind mit der Existenz des jüdischen Staates, wo der Antisemitismus, Staatsräson ist. Und das ist natürlich das Lager, die Terrorachse, die angeführt wird vom Iran, vom jetzigen Mullah-Regime seit 1979. Und in dieser Achse, in dieser Terrorachse, die angeführt wird durch die schiitische Hochburg Iran, befindet sich unter anderem die Hisbollah im Libanon, befinden sich andere schiitische, Milizen und Organisationen im Irak und an anderen Orten. Auch, die sunnitische Hamas und der islamische Dschihad befinden sich in diesem Lager und auch unten im Jemen die Houthis. Die Houthi-Rebellen dort im Jemen gehören auch diesem Lager an. Und wenn man auf die Gegenseite geht, also das halb volle Glas, das sind die Länder, die Staaten, die mit Israel mittlerweile teilweise sogar offiziell Frieden geschlossen haben, allen voran natürlich die Vereinigten Arabischen Emirate, auch Bahrain, auch Marokko. Mit Ägypten und Jordanien sind wir im Frieden seit vielen Jahren, auch wenn das jetzt kein warmer Frieden ist, aber es herrscht Frieden, es herrscht Dialog, manchmal kalter Dialog, aber es gibt Kanäle und das ist die Hauptsache. Und dann natürlich noch Länder wie Saudi-Arabien, die noch ja, ich sage jetzt mal, hinter vorgehaltener Hand da hinter den Kulissen, ich sage jetzt mal, auf der Seite Amerikas, auf der Seite Israels ganz klar positioniert sind, das nicht offen sagen, weil natürlich sie da nicht mit reingezogen wollen derzeit, aber im Endeffekt ganz genau wissen, wer auch der Feind Saudi-Arabiens ist. Und der Feind Saudi-Arabiens ist nicht Israel, sondern das ist die schiitische Hochburg des Mullah-Regime im Iran. Und so muss man hoffen, wenn wir kurz halb voll und halb leeres Glas betrachten, dass wir das halb volle Glas bald noch ein Stück weit voller machen können mit Saudi-Arabien, eventuell mit anderen arabischen Staaten. Allen voran ist die Hoffnung, dass eines Tages eventuell der Libanon, wenn die Hisbollah dort in die Ecke gedrängt wird, an den Rand der Gesellschaft gespült wird, wenn der Einfluss des Irans dort minimiert wird, dass der Libanon eventuell auch in eine Art Friedenssituation mit Israel hoffentlich kommt und wir somit auch an der Nordgrenze eine ganz, ganz neue Realität haben werden. Und das wäre natürlich, ich sage jetzt mal, eine Win-Win-Situation, nicht nur für Israel, sondern auch für die Libanesen. Das wäre eine Win-Win-Situation auch für die Saudis. Allgemein verstehen zum Glück sehr viele arabische und muslimische Staaten, die nun mal Antisemitismus nicht als Staatsräson haben, dass eine Zusammenarbeit, eine Kooperation, eine Seite an Seite im Frieden mit Israel auch sehr viel Positives mit sich bringt, ja, besonders auch im Sicherheitsaspekt, aber auch im Wirtschaftsaspekt, alles, was so im Bereich Startup Nation, alles, was im Bereich Hightech ist und natürlich die Connection auch nach Washington. Amerika ist ja bekannt, ist mit Israel in allerbesten Kontakt. Man ist da wirklich wie eine Stimme, ist verbündet. Und das wollen natürlich auch viele der arabischen und muslimischen Staaten in diesem Lager sein. Weil wenn man nicht diesem Lager angehört, dann ist man entweder auf sich gestellt und das kann problematisch sein, wenn man sich die Vorgehensweise des Mullah-Regimes im Iran anguckt. Oder man muss wohl oder übel, ob man will oder nicht, sich irgendwo unterwandern lassen von all diesen problematischen Spielern, nicht nur in der Region, sondern auch darüber hinaus. Blick kurz nach Moskau oder nach Beijing. Ja, es kommt immer wieder auf den Iran zurück. Also, das ist ein großes Sicherheitsproblem in der Region, ja auch ein großes Land, also fast 100 Millionen Einwohner, große Wirtschaftskraft, viele Ressourcen, große Armee. Ähm
Gibt es da eine Perspektive, dass man den Iran irgendwann mal einfangen kann, also sei es friedlich oder mit Gewalt? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass das Mullah-Regime irgendwann sogar die Atombombe besitzt und, über ja, dann eine militärische Macht, die wirklich zur Bedrohung für die Demokratie in Israel auch wird? Sowohl als auch. Also, man muss sich auf alles einstellen. Einerseits natürlich, immer das Übel vor Augen haben, niemals runterspielen. Das haben wir ja natürlich am 7. Oktober gelernt. Auch 1973, kurz vor dem Jom-Kippur-Krieg, gab es ähnliche Situationen, wo man es runtergespielt hat, die Gefahr aus Syrien, die Gefahr aus Ägypten. Und jetzt sind wir mit der Gefahr aus dem Iran natürlich seit vielen, vielen Jahren, eigentlich schon Jahrzehnten, sind wir dran. Wir sehen, wie das Mullah-Regime, sich entwickelt, und das ist, übel, und das ist, sehr, sehr negativ, weil es ist, nicht nur Atomkraft und Nukleares, was sie dort, betreiben, sondern auch, die Entwicklung von, verschiedensten Sorten von Raketen, auch Langstreckenraketen, die sie natürlich, nicht nur entwickeln, um sie dann irgendwo ins Schauhaus zu stellen, sondern, sie, schicken diese Raketen dann auch an ihre Verbündeten, an ihre, Terrorverbündeten in der gesamten Region. Und hinzu kommt natürlich auch ihre gesamte Unterwanderung, durch ihre Leute in der Region. Das alles ist natürlich, äußerst problematisch. Deshalb muss man das vor Augen haben. Das darf man nicht runterspielen. Und wenn es hart auf hart kommt, muss man auch in der Lage sein, dort auch, klar Kante zu zeigen. Ich denke, da, ist die neue Administration in Amerika, gleicher Meinung, wie die israelische, Führung. Die Hoffnung ist, dass auch in Europa da, viele Demokraten, auf derselben Seite wie Amerika und Israel stehen mit Blick Richtung Iran. Weil, wenn der Iran wirklich den Weg gehen sollte Richtung Atommacht, dann, wäre das natürlich auch, ein, ich sage jetzt mal, ein, Startschuss für viele andere Staaten in der Region, eine Art, Wettlauf, Aufrüstungswettlauf, mit einzugehen. Allen voran natürlich auch Saudi-Arabien, auch die Türkei, auch andere Staaten, und das würde ganz, ganz gefährlich enden. Und deshalb muss man da wirklich, auch, wenn es sein muss, Kante zeigen. Andererseits jedoch ist natürlich die Hoffnung, wenn wir beim halb vollen Glas sind, wir wissen, dass im Iran im Endeffekt viele der Iraner sich nicht repräsentiert fühlen, durch das Mullah-Regime. Sie fühlen, als wenn ihr Land ihnen geraubt wurde durch, die Mullahs, durch die Ayatollahs und allen voran natürlich durch ihre Schergen, die Revolutionsgarden. Und, da ist natürlich die Hoffnung, dass früher oder später die Situation dort implodiert. Das heißt, das Land hoffentlich gerettet wird durch die eigenen Leute, durch irgendeine Art Revolution, Rebellion, wie auch immer, dass da, die Führung, komplett, nicht mehr so weitermachen kann, dass die Menschen, sich dagegen aufstellen. Das hat man versucht natürlich in den letzten Jahren. Es kam immer mal wieder dazu. Die grüne Revolution, daran können wir uns natürlich erinnern, im Jahr 2009 wurde blutig niedergeschlagen. Auch in den letzten Jahren gab es immer wieder Versuche, von Menschen, sich dagegen aufzustellen. Jetzt erst, durch die Ermordung von Mahsa Amini natürlich, wo diese ganze Kopftuchdebatte auch, ins Rollen kam, gibt es sehr, sehr viele Frauen, die natürlich auch Flagge zeigen, das Kopftuch abnehmen und sich gegen, sage jetzt mal, die, radikalen, Richtlinien, der Diktatur, mit eigenem Risiko auch, mit wirklich eigenem, ganz, ganz extremen Risiko, da, in Gefahr bringen. Und das gibt Hoffnung. Das gibt Hoffnung, dass eventuell der Iran von alleine, zur Vernunft kommen wird durch die eigene mutige Bevölkerung. Aber, wie ich schon gesagt habe, wenn das nicht der Fall ist, muss man parallel dazu natürlich auch sich aufs Schlimmste vorbereiten. Was mich in dem Zusammenhang mal noch interessieren würde, wie wird denn die neue US-Administration, unter Donald Trump in Israel gesehen? Also, in Deutschland, gibt es ja ein eindeutiges Bild. Also, man, verlässt sich nicht mehr auf den Schutz der USA, auf den wir ja angewiesen sind im Bereich Verteidigung. Äh, Man hat Probleme mit der Art Trumps in Deutschland, um es mal vornehm zu formulieren. Und, wie wird denn das in Israel diskutiert? Also, wie wird dort die neue US-Regierung gesehen? Also, prinzipiell, ist, Amerika die größte Demokratie des Westens, und, derjenige, der dort gewählt wird, der wird dort gewählt, ganz gleich, was seine Art ist oder nicht seine Art ist. Das spielt, unter denen, die professionell sind, keine Rolle. Darüber kann man sich natürlich, wenn man Bier trinkt, austauschen und 'n bisschen, lächeln drüber, wenn einem einer nicht gefällt. Aber im Endeffekt, ist der US-Präsident, wer er ist. Und, ich persönlich, sehe natürlich, das mit Bedauern, dass es, nicht wenige Europäer gibt,
die durch die Art von Donald Trump und durch bestimmte Aussagen oder Vorgehensweisen da eventuell die Amerikaner nicht mehr als hundertprozentigen Verbündeten wahrnehmen. Ich fände, das ist gefährlich, weil wir natürlich keine Option haben als Westen, wer sonst unser großer Verbündeter sein könnte. Also es gibt keinen Plan B. Wir wollen alle natürlich nicht die Russen als großen Verbündeten, wir wollen alle nicht die Chinesen als großen Verbündeten und ganz bestimmt nicht den Iran oder Nordkorea. Also da muss man sich natürlich überlegen, wie man sich einig wird mit den USA, und Israel ist da ganz klar auf einer Seite mit den USA. Man versteht sich wirklich gut. Das heißt nicht, dass die Amerikaner das machen, was die Israelis immer wollen, und auch die Israelis machen nicht immer, was die Amerikaner wollen. Aber prinzipiell ist man wirklich ganz, ganz streng und stark verbunden. Und jeder Staat macht jedoch das, was in seinen eigenen Sicherheitsinteressen ist. Und hier ist eine interessante Realität, dass im Endeffekt die Sicherheitsinteressen der Amerikaner mit Blick auf Nahe Osten und die Sicherheitsinteressen Israel sich größtenteils decken. Deshalb gibt es da wenig Konfliktpunkte. In Sachen Europa oder Deutschland und Amerika, ich kann nachvollziehen, dass die gesamte Diskussion um Ukraine und Russland natürlich, dass man da eventuell im Gefühl hat, dass man anderer Meinung ist mit den USA. Aber da hoffe ich, dass man sich dann doch einig wird und im Endeffekt das Blutvergießen auch in der Ukraine ein Ende nimmt und man da irgendwie hoffentlich auch die Russen wieder ein Stück weit zurückdrängen kann, mit der Hoffnung, dass diese Sache nicht ewig fortgesetzt wird. Ja, weder in der Ukraine noch hier im Nahen Osten, vis-à-vis Gaza und ganz bestimmt auch die Gefahr aus dem Iran. Es sind einige Baustellen, die man eigentlich nur gemeinsam meistern kann. Und das ist jede Spaltung im westlichen Lager eine Gefahr und spielt im Endeffekt nur den Feinden der westlichen Vernunft, sage ich jetzt mal, in die Hände. Ja, also ich fand es auch erstaunlich, so in der ersten Amtszeit Trumps, hat ja Trump die Botschaft von Tel Aviv, in die Hauptstadt Israels, große Überraschung, Jerusalem verlegt. Also, es ist ja, glaube ich, sehr ungewöhnlich, dass die, Botschaft eines Staates mitten in der Hauptstadt ist. Also, er hat das dann aber gemacht. Das wurde dann ja auch in Deutschland sehr kontrovers diskutiert. Das ist mir in Erinnerung geblieben, und halt diese Abraham-Abkommen mit, den Vereinigten Arabischen Emiraten voran, die ja, glaube Mhm. richtig großer Schritt in Sachen Annäherung, Verständnis, Frieden waren. Also, man sieht jetzt ja irgendwie die Emirates-Flieger in Tel Aviv, und Mhm. das ist ja schon mal ein schönes Zeichen, dass dort auch der Austausch gefördert wird. Und jetzt kam ja Trump auch mit einem Plan für Gaza um die Ecke. Also, er hat ja gesagt: „Okay, wir machen Gaza zu“, du hast eben gesagt, Singapur des Nahen Ostens. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er es genannt hat, aber so in die Richtung ging das. Wie wird denn das in Israel bewertet? Also einmal noch mal zurück zu den Emiraten, da hast du absolut recht. Die Flieger aus den Emiraten landen hier, und vor allem die Vereinigten Arabischen Emiraten, kurzer Insider jetzt, ist einer der 5 Top-Touristenorte Israels. Ne? Also die Israelis fliegen sehr, sehr gerne in die Vereinigten Arabischen Emirate, also undenkbar noch vor 5, 6, 10 Jahren. Ja, das ist eine absolut schöne Realität. Und genau das wünsche ich mir auch mit Blick nach Libanon und auch hoffentlich mit Blick nach Saudi-Arabien. Also das wäre natürlich ein absoluter Gamechanger, ne? Und wenn wir Richtung USA und Trump noch mal kurz gucken, ja, die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem war eine der großen Dinge, die er gemacht hat. Er hat auch die Golanhöhen anerkannt. Er hat auch Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Die Abraham-Abkommen sind auch in der ersten Präsidentschaftszeit des US-Präsidenten Trump gekommen. Das alles natürlich äußerst wichtig und zentral, wenn man sich das kurz anguckt. Ähm, und da habe ich jetzt den Faden verloren, wohin ich wollte. Erinnere mich noch mal kurz, du hattest. Das war Trump-Gaza-Plan. Ach so, der Trump-Gaza-Plan. Schau, also ich glaube, dass der US-Präsident da, dass das kein fester Plan ist. Ich glaube nicht, dass er da irgendwas wirklich, ich meine, er hat wahrscheinlich eine Vision vor Augen. Er versteht, dass der 7. Oktober, das war der Zivilisationsbruch, den muss man jetzt, es gibt kein Zurück mehr. Und im Endeffekt, dass Teile des Gazastreifens nicht mehr bewohnbar sind derzeit anhand der und wegen den Kriegshandlungen. Und deshalb die Menschen dort, wenn man wirklich will, dass sie in Zukunft nicht rückfällig werden, nicht wieder
in die Hände der Terroristen fallen und Gaza nicht mehr die Terrorhochburg bleibt und wird, muss man grundlegend etwas ändern. Und grundlegend heißt, man muss dort wirklich eine Art Businessplan vorlegen für den Gazastreifen. Man muss da Geld rein investieren, aber nicht Geld, einfach nur Geld reinpumpen und dann dort irgendwelche internationalen Organisationen irgendwas machen lassen, wo die Hamas dann im Endeffekt als Diktatur sich daran bereichert, sondern man muss vor Ort das Geld richtig anlegen, damit man den Gazastreifen positiv aufbaut. Das wird wahrscheinlich ein, zwei, ich sag jetzt mal, Generationen dauern, bis sich das wirklich komplett auf die Beine stellt wieder. Das braucht Zeit. Aber mit Blick Richtung Zukunft wäre es eventuell hoffentlich die einzige Sache, die auch den Rückfall im Endeffekt ein Stück weit, also dass die Gazaner nicht rückfällig werden. Schau, ich gebe mal ein kurzes Beispiel. 1945 ist Deutschland von den Alliierten geschlagen worden. Ja, die Nazis haben verloren. Das heißt nicht, dass jeder Nazi gefunden wurde. Ja, also im Jahr 1945, 46, 47 gab es noch Nazis in Deutschland. Und wenn die Alliierten in den kommenden Jahrzehnten nicht dort vor Ort in Deutschland erstmal vor Ort gewesen wären, ja, durch eine Art Besatzung, sage ich jetzt mal, und auch durch ein Management der zivilen Administration, also das begleitet haben in Deutschland, wer weiß, ob Deutschland sich so positiv entwickelt hätte. Ja, und das hat natürlich ein, zwei Generationen gedauert, bis Deutschland tatsächlich wieder angefangen hat, wirtschaftlich sich hochzuarbeiten. Und wir sehen, wo Deutschland heute ist in Sachen Wirtschaft wieder eine der Top-Staaten Europas sowieso, auch auf der Welt. Und da muss man ganz klar sagen, es hat ein paar Jahrzehnte gedauert nach dem Zivilisationsbruch Hitlers. Das ist eine bittere Realität und ich sehe es ähnlich im Gazastreifen. Auch hier braucht man Geduld. Das mag 10 Jahre dauern, das mag 20 Jahre dauern, aber in 30, 40, 50 Jahren wird Gaza nie wieder das sein, was es mal war, und zwar ein Ort, der eventuell von Nazis, von radikalen islamofaschistischen Nazis wieder übernommen wird und wieder der nächste 7. Oktober dann eventuell in Planung steht. Das führt ja zu nichts. Das ist einfach nur eine Fortsetzung der Spirale der Gewalt. Und die müssten wir jetzt brechen. Und ich glaube, dass Trump das will. Und ich wünschte mir, dass auch viele europäische Staaten sich dem anhängen würden und mit Israel und den Amerikanern da gemeinsam wirklich schauen, wie brechen wir die Gewalt im Gazastreifen. Und das nicht, indem man Israel unter Druck setzt, nicht indem man wieder irgendwie motzt und meckert, was Israel wieder gut macht oder schlecht macht oder falsch macht oder richtig macht, sondern indem man den Fokus absolut und ganz klar auf die Terrorführung im Gazastreifen legt und zum Wohle der palästinensischen Entwicklung dort im Gazastreifen genau das Interne im Gazastreifen ändert. Es gibt ja auch einen Plan von Ägypten und ich glaube, Arabische Liga zum Wiederaufbau des Gazastreifens. Wie wird das bewertet bei euch? Ist alles gut. Also, es gibt mehrere Weisen und Vorschläge und im Endeffekt muss man sich dann am Ende irgendwo treffen und finden. Ich denke, dass nichts passieren wird ohne die US Bewilligung. Ein arabischer Plan aus Ägypten nur ein arabischer Plan aus Ägypten wird nicht reichen. Es muss ein Konglomerat sein, sage ich jetzt mal, aus Israel, Amerika, Ägypten, auch Katar spielt da eine Rolle. Auch die internationalen Organisationen spielen da eine Rolle, die leider auch oft eine negative Rolle gespielt haben während der Kriegshandlung seit dem Massaker des 7.10. Auch ein bitteres Thema, muss ich nebenbei erwähnen. Ja, aber im Endeffekt, solange sich nicht alle Kräfte, angeführt durch die USA, das muss man so ganz klar sagen, sich nicht einig wären, spielt das im Endeffekt auch irgendwo den Terroristen im Gazastreifen in die Hände. Wir haben es jetzt in der Waffenruhe gesehen. Sie hatten jetzt knapp einen Monat Zeit während der Waffenruhe, oder sogar über einen Monat, es waren ungefähr 6 Wochen, plus nach den 6 Wochen noch ein paar Wochen, wo nichts passiert ist, weil man Verhandlungen hinter den Kulissen geführt hat, hatten die Hamas-Terroristen fast 2 Monate Zeit, kann man sagen, um sich wieder neu aufzurüsten. Und genau das haben sie getan. Statt dass sie gucken, wie sie ihren Leuten entgegenkommen, indem sie ihren eigenen Leuten irgendwie mehr Hilfe anbieten oder wirklich ihre Denkweise ändern in Sachen Gazastreifen und die Zukunft des Gazastreifens, setzen sie weiter auf Märtyrertum, ja, weiter auf Dschihad, weiter auf Heiligen Krieg
und weiter auf Konfrontation. Und das ist eine bittere Realität und, die werden wir nicht brechen, indem, nur, wir auf, die Vorgehensweise der Ägypter eingehen, die eventuell sagen: „Nee, wir müssen jetzt gucken, wie wir mit der Hamas, eventuell uns einig werden. Wir lassen da jetzt Karawanen rein. Die Leute können dann in Karawanen leben, und dann schauen wir weiter.“ Das wird nicht funktionieren, weil die Hamas wird das für sich nutzen und dann sind wir in 2, 3, 5, 10 Jahren genau da, wo wir am Vorabend des Massakers waren. Und das ist nicht in unserem nationalen Interesse, nicht im nationalen Interesse Israels, und auch nicht im Interesse von mir, dass meine Kinder eines Tages in 5 Jahren oder in 10 Jahren ähnlichen Situationen ausgesetzt sind, wie wir es am 7. Oktober waren, nur weil wir, zu faul waren, nur weil wir Angst hatten, nur weil wir uns irgendwie, zu fein waren, um auch, über Hart auf Hart, zu diskutieren und, diese Gewaltspirale wirklich, ich meine wirklich zu brechen, auch wenn es, dramatische Ankündigungen braucht, wie der US-Präsident es gemacht hat, braucht es nicht nur Ankündigungen und Worte, sondern auch Taten, die eventuell dramatisch aufgenommen werden, auch in Europa, auch in Deutschland. Ich weiß natürlich als jemand, der in Deutschland geboren und aufgewachsen, ist, dass das für viele Deutsche, ziemlich, verstörend ist, wenn man irgendwas tut, was, irgendwie dramatisch ist und genau anders, als man es sich vorgestellt hat. Aber im Endeffekt, lebt man in Deutschland nicht an der Grenze zum Gazastreifen. Deutschland wird nicht bedroht durch die Hamas, dass sie wieder einen 7. Oktober ausführen. Und deshalb muss man ja auch irgendwo, ein Stück weit verstehen, warum Israel und die israelische Führung und die israelische Armee das machen, was man machen, um im Endeffekt auch, die Existenz Israels, zu bewähren und auch im Endeffekt weiteres Blutvergießen in Zukunft. Ich meine jetzt in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren, um das zu vermeiden. Ja, also den Eindruck, bekommt man, aber es gibt ja Propaganda, von anderer Seite. Also, ich habe manchmal den Eindruck, man ist da auch froh um die Bilder, die produziert werden. Also, dass zerstörte Häuser, Menschen, die, im Freien kampieren, und man will dann irgendwie sagen: „Okay, die israelische Armee, ganz, ganz schlimm und, die spielt mit dem Leid der Menschen.“ Ist das so oder, geht man da sehr behutsam vor? Also, ich glaube, von der militärischen Kraft, hätte die israelische Armee das innerhalb vom Tag erledigen können, wenn sie gewollt hätte, aber, es zieht sich jetzt ja schon 'n paar Jahre. Ja, also schau, du hast es selbst gesagt, hätte man, wirklich draufhauen wollen, dann hätte man draufgehauen und dann wären in 1, 2 Tagen wäre die Sache erledigt gewesen. Aber genau das hat die israelische Armee nicht gemacht und das hat viele Gründe. Das hat zum einen natürlich, den Grund, weil, Anfang des Krieges, kurz nach dem Massaker, 251, Menschen aus Israel dahin, entführt wurden. Man wusste ja in den ersten Wochen, Monaten nicht mal wirklich, wie viele genau entführt wurden, weil einige, der Menschen, die man als entführt gehalten hat, die wurden einfach nur hier in Israel in ihren Häusern oder was in die Luft gefetzt und, man hat irgendwie anhand von DNA-Spuren, irgendwann, verstanden, dass die einfach, nur noch Staub waren und nicht entführt sind, ja? Also, alle möglichen wirklich, unmenschlichen Situationen, die hier monatelang irgendwie geprüft wurden, wie viele Menschen eigentlich wirklich entführt wurden, ja? Und dann kommt hinzu, dass man natürlich, weiß, dass die Hamas als Strategie, als oberste Strategie die eigene Bevölkerung nutzt, Missbrauch benutzt als menschliche Schutzschilde, die Krankenhäuser, die Schulen, alles, was irgendwie zivile Infrastruktur ist, für ihre eigenen Zwecke missbraucht. Und da weiß man natürlich, dass man da natürlich so vorsichtig wie möglich vorgehen muss, dass man zum Beispiel Flugblätter, wenn man kurz vor Angriffen, dass man Flugblätter aus der Luft abwirft, das hat man hier millionenfach getan, dass man humanitäre Zonen einrichtet. Das hat man auch gemacht in Al-Mawasi, neben Chan Yunis, eine riesige humanitäre Zone, wo die Menschen hingehen konnten, wo sie alles bekommen haben an Hilfsgütern, die nach Gaza reingelassen wurden. Also Menschen, die zum Beispiel aus dem umkämpften Norden des Gazastreifens Richtung Süden in die humanitäre Zone in Al-Mawasi gegangen sind. Die hatten auch einen humanitären Korridor auf der Salah al-Din-Straße. Das ist die Straße, die zentrale Straße aus dem nördlichen in den südlichen Gazastreifen. Und die wurde auch sichergestellt, das heißt, der Korridor wurde sichergestellt. Hinzu kam, dass man Zehntausende Anrufe betätigt hat in der israelischen Armee auf Arabisch an Familien, bevor man irgendwo einen Angriff durchgeführt hat, um die Familien zu warnen, dass sie sich bitte entfernen sollen aus der Gegend, weil dort Terroristen die Region nutzen, um Israel zu beschießen. Und das sind alles Maßnahmen, das sind alles Vorgehensweisen, die eigentlich keine andere Armee in der Geschichte der Menschheit jemals getan hat.
Das sind alles Maßnahmen, die enorm viel Aufwand, enorm viel Zeit, enorm viel Geld und vor allem auch, dass man durch diese Maßnahmen, durch diese Frühwarnung, die man der Bevölkerung gibt, ja eigentlich auf dem Feind in die Hände spielt, weil der Terrorist ja davon mitbekommt, wo man warnt, wo man Flugblätter rauswirft und welche Menschen man auffordert, bestimmte Gegenden zu verlassen. Also warnt man ja damit auch den Feind. Also es ist eine Art Schuss ins eigene Knie. Aber das hat man getan, weil man laut internationalem Recht natürlich alles daran setzen muss, die humanitäre Lage dort unter Kontrolle zu halten, auf Feindesgebiet, dass man die Menschen, die Zivilbevölkerung, soweit es geht, außen vor lässt, auch wenn der Feind alles daran setzt, sie genau in die Schutzlinie zu bringen. Und das sind alles bittere Situationen, wo natürlich im Endeffekt in dieser Kriegssituation es auch unschöne Situationen gibt, natürlich auch Menschen gibt auf beiden Seiten, die es nicht verdient haben, in die Schusslinie zu geraten. Aber nach wie vor bin ich hier ganz, ganz fest einer Meinung, das alles hätte vermieden werden können. Erstens, wenn die Hamas den 7. Oktober nicht getan hätte, das Massaker des 7. Oktobers, wenn sie nicht 251 Menschen entführt hätte und wenn sie diese Geiseln im Endeffekt, als die israelische Armee reingegangen ist in den Gazastreifen, dass sie ganz klar gesagt hätten, für das eigene Wohl, für die Menschen im Gazastreifen, lassen wir die Geiseln frei, weil uns ist das Volk lieber, als Israel zu bekämpfen. Genau das haben sie nicht getan. Das tun sie bis heute nicht. Und hier sehen wir, was ihre Prioritäten sind. Weil ihre Priorität ist nicht das Überleben oder das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung, sondern ihre Priorität ist Krieg führen, ihre Priorität ist Israel in die Knie zwingen, ihre Priorität ist, dass die Menschen im Gazastreifen das Märtyrertum, den Dschihad ausleben, dass sie bereit sind, sich zu opfern für diese Sache. Und das ist die bittere Realität, der wir hier gegenüberstehen. Und die Hoffnung ist, dass wir, wie gesagt, diese Gewaltspirale brechen, indem wir wirklich jetzt dramatisch und drastisch vorgehen gegen die Hamas, weil ein Zurück gibt es nicht. Und dann hoffentlich in ein paar Jahren, wenn die Erziehungsmaßnahmen, wenn die Bildung im Gazastreifen und überhaupt unter den Palästinensern sich ändert, wenn Antisemitismus und Judenmord dort nicht mehr beigebracht wird, wenn es keine Terrorcamps mehr gibt, in denen beigebracht wird, wie man Israel bekämpft und Juden ermordet. Und wenn man Gelder in Dinge investiert, die für Seite an Seite für Freundschaft und Frieden sich einsetzen und nicht für wir müssen Israel bis auf den letzten Juden bekämpfen, sie alle ins Meer treiben und Israel von der Weltkarte eliminieren. Wenn sich diese Bildung und Erziehung auch ändert, dann eventuell hoffentlich werden wir eines Tages hier auch wirklich Frieden schließen können. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, auf das wir alle hoffen. Lieber Arie, vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst, dass du dich aus Israel hier nach Saarbrücken zugeschaltet hast. Und es war wie immer eine große Freude, sehr, sehr interessant und spannend. Und ich sage vielen Dank und bis bald. Sehr, sehr gerne. Danke. Alles Gute. Ich bin Michael Scholl, Geschäftsführer der Unionsstiftung. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal und aktiviere hier die Glocke. Dann verpasst du kein Video mehr und bekommst exklusive Einblicke und Hintergründe zu aktuellen Themen direkt in deinen Feed. Schau dir hier das nächste Video an, das du garantiert nicht verpassen willst. Unsere Vorträge und Diskussionen findest du in einer Playlist, alles auf einen Blick hier. Schreib uns deine Meinung hier unten in die Kommentare. Was ist dir im Gedächtnis geblieben? Wir freuen uns über dein Feedback und bis zum nächsten Mal bei der Unionsstiftung.